Ja. Servus und willkommen bei der Casting Couch, ich meine bei Fresh TV. Heute haben wir Dossa & Locust eingeladen, um uns ein paar interessante Fragen zu beantworten. Also, legen wir los. Kennengelernt haben wir uns, weil das halt einfach passiert in St. Pölten, dadurch, dass da jetzt nicht so viele Leute sind, vor allem nicht so viele Leute sind, die Drum and Bass produzieren jetzt, hat sich das halt so ergeben, dass wir uns dann irgendwann einmal Tunes hin und her geschickt haben und uns sogar schon inspiriert haben gegenseitig. Das haben wir dann herausgefunden, wie wir schon zusammengearbeitet haben, dass wir quasi uns die letzten paar Single-Releases tatsächlich zugespielt haben und immer quasi auf die Idee von anderen dann den gleichen Track angefangen haben. Also eigentlich haben wir schon kollaboriert, bevor wir nur überhaupt bei demselben Projekt gearbeitet haben. Da gibt's, wenn er das Mikro weg tut, wenn ich gerade eine Antwort geben will. Na, also da gibt es eigentlich nicht recht viel, dadurch, dass wir schauen, dass wir immer gleich alles ansprechen, falls irgendwas stört. Was glaube ich auch sehr wichtig ist, damit der Workflow irgendwie nicht verloren geht und man halt immer quasi auf einer Welle bleibt. Mindestens ein Bier davor. Also klingt lustig, aber es ist wirklich so, also wir kommen nicht 2 Minuten vom Gig zur Party oder so, sondern wir schauen immer, dass wir früher dort sind, 1-2 Bier dort trinken, dass man einfach im gleichen Vibe wie die Party ist und nicht hinkommt und ein fettes Neurofunk-Set spielt, obwohl es eher vielleicht ein Liquid-Set angebracht wäre. Weil es geil ist. Drum and Bass kommt ja irgendwo auch vom Funk her, also alles, was irgendwie gesampelt worden ist in die ganzen Tracks, die ich halt gehört habe, wie ich zum Drum and Bass gekommen bin, kommt ja von James Brown und Lynn Collins und was der Kuckuck wäre noch aller. Und so hat sich das irgendwie von selber ergeben, dass wir halt gerade die funkigsten Breaks gedickt haben und die dann in unsere Tracks einbaut haben und plötzlich hat Funk geklungen und war geil. Bier. Generell Bier einfach. Und vielleicht einmal ein Whisky. Geht's ja aus. Wer? Who? Everything that keeps my ass moving, sozusagen. Ja, eben, also wir hören alle mögliche Musik, auch aus dem Grund, weil es irgendwie wichtig ist, außerhalb von Drum and Bass eine Inspiration zu kriegen. Die A-Seiten von der Single heißt Stoned Love. Da haben wir mit dabei an die Vocals Mrs. U, das ist eine Jazz-Singerin aus Linz. Das war so, wir sind am Samstag von einem Gig heimgekommen und beide halt irgendwie komplett fertig. Und wir haben halt irgendwie 6 Stunden Zugreise hinter uns gehabt und ich wollte einfach nur mal heim und pennen. Und der Benny sagt so, ja, komm nur mit, es ist ein Jazzkonzert in St. Pölten, musst du unbedingt geben. Und ich so, na, nix. Und er hat mich eben dann recht lang segiert und im Endeffekt bin ich dann doch mitgekommen und ich bin froh drüber, weil wir haben eben Mrs. U dort kennengelernt, sie hat dort gesungen und wir haben uns angeschaut und haben gesagt, die brauchen wir für Stoned Love. Und im Endeffekt haben wir es dann gefragt, sie war sofort dabei und hat es einfach gekillt. Die Idee hinter dem Podcast war einfach die, dass wir in unseren Sets halt hauptsächlich Drum and Bass spielen und da nicht die Möglichkeit haben, die Tracks zu spielen, die wir im Podcast herzeigen. Damit man einfach herzeigen kann, von wo man seine Influences hat und von wo dieses funky Drum and Bass überhaupt kommt. Vor allem Leute darauf aufmerksam machen, dass es einfach extrem viel, extrem geile Musik gibt und man kommt ja sonst nicht drauf. Also ein bisschen auf dem Podcast aufbrechen, was für uns so die Top-Tunes sind sozusagen und das versuchen halt Drum and Bass-Hörern nahezulegen, dass da über den Tellerrand hinaus auch noch coole Sachen gibt. Jo, wir sind Dossa & Locust und ihr schaut Fresh TV. So, das war's auch schon wieder mit Fresh TV für dieses Mal. Wer noch mehr sehen will von Dossa & Locust, wir laden in den nächsten Tagen den zweiten Teil des Interviews auf unseren YouTube-Channel hoch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, dann nehmen wir unser Label genau unter die Lupe. Bis dahin. Stay fresh.
here for just fine.